Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video, heute mit der Developers Note Flive Universe V1.5 Murans Awakening, Teil 2 sozusagen, also so heißt es zwar nicht, aber V1.5 hatten wir ja schon, Murans Awakening, und das ist jetzt im Endeffekt der zweite Teil davon, der uns hier vorgestellt wird. Hier wird vor allem Fokus darauf gelegt, PvP, neue PvP-Ausrüstung, ein Spendensystem, das Lord-System und der Euphrasia-Dungeon oder vielen besser bekannt als der Queen Antinous Dungeon, weil der Boss Queen Antinous heißt. Also viele sagen einfach Queens dazu. Ja, aber er heißt Euphrasia und das alles kommt im Fragezeichen, im nächsten Update auf jeden Fall. Aber wann es kommt, wird natürlich nicht verraten, wie immer. Meine persönliche Prediction war ja November, aber ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt erstmal an, bevor wir hier über irgendwelche Vorahnungen reden. Also, neues 180er PvP Gear. Mehr ist es auch nicht. 180er PvP Ausrüstung. Die Stats davon sind natürlich fokussiert auf, wer hätte es gedacht, PvP. Das heißt, wenn du kein PvP spielst, wird dieses Equipment für dich quasi irrelevant sein. Weil da werden irgendwelche PvP-Effekte sein, PvP-Schaden, PvP-Schadensverringerung, also Sachen, die im PvE komplett nutzlos sind. Ergo ist es, ja, wie es der Name schon sagt, eben für PvP. Diese neue Sets und Waffen und die neuen Waffen können dann auch auf Ultimate-Waffen oder auf Ultimate gemacht werden. Gut, das, sag ich mal, wäre komisch, wenn nicht. Und es gibt eine neue Upgrade-Scroll, und zwar eine Scroll of P-Protect. Ich finde den Namen sehr lustig, muss ich sagen. Also P-Protect klingt irgendwie... Ja, es klingt einfach lustig. Genau, also sieht aus wie ein S-Protect mit einem P drauf quasi. Und ja, ist ein neues Upgrade-Item. Dieses Scroll of P-Protect kann erhalten werden, indem man einfach Guild Seed spielt, zum Beispiel über die neue Währung Redships 2. Redships 2 kann man dann auch benutzen, um das Equipment überhaupt zu erhalten. Und wenn man will, kann man auch älteres Equipment und im Endeffekt alles, was es jetzt aktuell gibt, für Redships eintauschen. Also Redships an sich existieren dann nicht mehr. Redships 2 übernehmen quasi alles, was es bis jetzt gibt, plus halt fügen das neue Zeug noch hinzu. Dann zusätzliche Updates zum bestehenden PvP-Content. Neue Versionen von Chips gibt es. Es gibt nicht nur Redships 2, es gibt auch Kaigas Chips 2. Also Kaigas repariert, Kaigas tauscht aus, der immer am Sonntag stattfindet. Und auch Yellow Chips 2. In den entsprechenden, also Yellow Chips 2 ist von, Yellow Chips sind von Madrigal Tournament. In den entsprechenden Spielmodi kann man die erhalten. Alle neuen Chips haben auch die ganzen alten Eintauschmöglichkeiten. Das heißt, für Kaigas Chips 2 kann man sich auch weiterhin dann die Kaigas Chips 1 Belohnungen holen quasi. Also man muss jetzt nicht in FOMO ausbrechen und sich denken, oh mein Gott, ich muss jetzt noch die alten Kaigas Chips farmen, weil es gibt bald die alten Kaigas Belohnungen oder so nicht mehr. Oder auch bei Yellow Chips. Nee, die Belohnungen bleiben im Endeffekt gleich. Es gibt dann einfach nur neue Chips, die noch mehr Belohnungen haben. Und die alten eben aber auch noch. Dann für das Madrigal-Turnier, Madrigal Tournament, das immer Sonntag stattfindet, warum auch immer das jemals so war, gibt es jetzt 4 gegen 4 Matches. Das heißt quasi genau wie das FEC-Turnier oder das FEC-Finale, was ja immer auf LAN gespielt wird in den Philippinen. Da spielt man ja auch 4 gegen 4 und genau das kann man jetzt im Madrigal Tournament dann quasi auch spielen und trainieren, also quasi Flive E-Sport Modi ist das. Und die Yellow Chips 2 werden auch eine besondere Belohnung haben, die auch neu ist, und zwar Kibaras 2. Also man könnte auch das Update irgendwie das Zweier-Update nennen. Kibaras 2. Und wie man hier schon sehen kann, befinden sich in Kibaras 2 die Tiger-Mobs unter anderem und die Aatrox aus Coral Island. Das heißt, werden Higher-Level-Monster verfügbar sein. Die Höchstmonster in Kibaras sind, glaube ich, gerade Mammuts. Also bis Astria geht das aktuelle Kibaras nur und bietet wahrscheinlich auch einfach nicht genug Platz, um noch mehr Monster dorthin zu buxieren. Und genau, da kann man dann von Level 140 bis 190 Monster erwarten und dort kann man dann theoretisch auch leveln. Außerdem gibt es einen neuen 165er
Guild Siege für die Spieler, die auch Guild Siege spielen wollen, aber noch nicht Third Job erreicht haben. Und hier noch der Hinweis, dass man immer noch Green und Blue Chips erhalten kann wie vorher. Und im 165er Guild Siege kann man auch Blue Chips erhalten. Also es gibt keine Green Chips 2, keine Blue Chips 2. Die ganzen anderen Chips heißen dann 2, aber Green und Blue bleiben gleich. Dann der neue Dungeon Euphrasia. Genau, neuer Open World Dungeon to the Kowloon Region. Also der wird sich in Kowloon befinden und wird hier schon verglichen mit Herneos. Das heißt, im Endeffekt, wer den Herneos Dungeon kennt, weiß dann auch, was das ungefähr sein wird. Im Endeffekt das gleiche wie Volcano Dungeon. Der ist ja eigentlich auch so, aber er wird nicht so genutzt, sag ich mal. Da geht man nur für Red Meteor rein in der Regel und für die Quest. Der neue Dungeon ist ein Open-World-Dungeon, wieder wie Herneos. Und man kann dort Monster grinden oder spezielle Quests über die NPCs im Dungeon, oh mein Gott, machen. Ich finde persönlich ja das schrecklich bei vielen Quests, dass die NPCs sich nicht in den Dungeons befinden. Hier ist es endlich wieder so, dass die NPCs sich auch tatsächlich im Dungeon befinden und man dann hoffentlich die Questreihe im Dungeon startet und dann komplett den Dungeon durchmacht und dann auch fertig ist, weil dieses immer rein raus, das ist schon sehr frustrierend, muss man sagen. Wie auch immer die Quests aussehen, ich meine, das heißt schon spezielle Quests, klingt verlockend, aber vermutlich ist es einfach nur eine ganz normale Questreihe mit Belohnungen, aber habe ich persönlich nichts dagegen. Und hier steht schon auch ein neuer Twist zum klassischen Dungeon. Ja, ich meine, sie werden wahrscheinlich das Layout ein bisschen verändern, so wie bei Herneos ja auch. Das Grundlayout von Herneos wurde ja beibehalten. Im Endeffekt haben sie den Dungeon einfach größer gemacht. Sie haben im Endeffekt bei Herneos einfach Teile des Dungeons freigeschaltet, wo du vorher nicht hingehen konntest oder ihn einfach vergrößert. Und ich schätze mal, das gleiche wird hier auch passieren, weil der normale Queen Antinous Dungeon, Euphrasia Dungeon, der ist auch ziemlich klein tatsächlich. Da läuft man innerhalb von 1 Minute zum Boss. Ja, das wäre ein bisschen klein, also ich denke mal, der wird vor allem einfach größer gemacht. Dann das Spenden- und Lord-System. Es gab wohl Feedback von Spielern, dass sie von Spielern ausgelöste Buffs haben wollen, genau wie damals bei Flive PC. Gab es so eigentlich nicht. Bei Flive PC gab es ja nur das Lord-System. So ein Spendensystem gab es in Flive PC tatsächlich nie. Also das ist eigentlich komplett neu. Das Spendensystem kann von überall aus drauf zugegriffen werden. Via Main Menu, also unten links Menü und dann Community und dann da, wo auch wo Flivepedia zum Beispiel auch verlinkt ist, dann unter dem Community-Tab einfach das Donation-Spenden-Menü. So sieht das Ganze aktuell aus. Kann sich natürlich theoretisch noch was ändern. Es funktioniert im Endeffekt so, dass du Penya spendest und dann 3 Stunden, das ist neu, früher waren es immer 1-stündige Buffs, die der Lord auslösen konnte. 3 Stunden serverweite Buffs für alle Spieler. Spieler, die spenden, erhalten auch einen stärkeren Buff. Wobei man sagen muss, das ist jetzt wirklich eher geringfügig. Also es ist im Endeffekt immer so circa 10% mehr. Also wenn der Buff 10% beträgt, bekommst du 11%, wenn du gespendet hast. Wenn er 30% beträgt, bekommst du 33%. Ist nicht schlecht, aber ja, es ist nur ein bisschen mehr. Außerdem erhält der Top-Spender der jeweiligen Woche... Oh, hoppla. Hier waren wir noch, genau. Gespendetes Penya wird immer übertragen, falls das erste Spendenziel nicht erreicht wird. Also sollte man jetzt hier 99 Millionen spenden, das Minimum, was man spenden kann in diesem Beispiel zumindest, ist übrigens 10 Millionen. Also wenn ich jetzt 99,9 Millionen spenden würde oder so, oder ich weiß nicht, ob krumme Beträge gehen werden, hoffentlich nicht, ehrlich gesagt, aber ist ja egal. Jedenfalls, wenn ich jetzt nicht genau 100 spende, sondern ein bisschen weniger und niemand anders würde spenden, dann würden meine 99 Millionen nicht gelöscht werden, nach diesen 3 Stunden Wartezeit sozusagen, sondern es würde dann einfach kein Event ausgelöst werden und dann startet die nächste Phase sozusagen direkt bei meinen 99 Millionen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann ausgelöst wird, ist ziemlich hoch. Genau, und dann zusätzlich bekommt der Top-Spender der jeweiligen Woche den Server-Lord-Status und bekommt Zugang zu exklusiven, zeitlich begrenzten Skills und Belohnungen. Und dafür muss man den Lord Manager in Flaris besuchen, der neben dem Tower Manager steht, also neben dem Secret Room Manager, für mehr Informationen. Und genau, es gibt einen XP-Boost und einen Drop-Boost.
ja, wie gesagt, sieht erstmal nicht schlecht aus, würde ich sagen. Dann, genau, alle 3 Stunden, das haben wir uns schon angeschaut, genau, Das ist noch ein wichtiger Hinweis, die Menge an Penya, die benötigt wird, also hier steht jetzt ja zum Beispiel 100 Millionen für 5%, ist das Minimum. Bei den XP-Buffs, bei den Drop-Buffs ist es 300 Millionen, beide Buffs bis zu einem Maximum von 50% und auch schon wie in FlyFPC, die Drop-Buffs sind natürlich teurer als die XP-Buffs. Und das wird aber von Server zu Server unterschiedlich sein. Dieses von Server zu Server unterschiedlich, das haben sie schon mal angekündigt übrigens, oder das ist tatsächlich ein bestehendes System, das aber nicht praktiziert wird. Also man kann ja zum Beispiel Power-Ups im Cash-Shop kaufen, Low Upcut Stone für 720.000 zum Beispiel, so das begehrteste Item dafür, oder auch Dungeon Coins. Und diese Sachen, die man im Cash-Shop für Penya kaufen kann, da wurde eigentlich mal gesagt, dass die auch von Server zu Server unterschiedlich viel kosten werden. Und die wurden auch tatsächlich ein paar Mal angepasst vor 4 Jahren. Also seit über 3 Jahren wurden die nie wieder angepasst und sind seitdem immer bei 720.000. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die auf einen Servern gleich viel kosten. Also mal gucken, wie sehr dieser Hinweis hier wirklich in Effekt treten wird. Also ich denke mal, Server, die jetzt wirklich viel zu viel Penya im Umlauf haben, kann ich mir schon vorstellen, dass es wirklich anders sein wird. Aber ich meine, die meisten Server sind wahrscheinlich relativ ähnlich von der Penya-Struktur. Und ja, theoretisch müsste dann auch das Penya, das dann verbraucht wird, wieder mit einbezogen werden. Also ob das dann wirklich permanent geupdatet wird, je nachdem wie viel Penya im Umlauf ist, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das haben sie bisher noch nie gemacht. Ist ja auch relativ aufwendig. Genau, dann die Buffs sind eben global. Genau, 10% mehr für diejenigen, die gespendet haben. Genau. Dann gibt es ein Special Ranking eben für die Leute, die am meisten gespendet haben. Und das findet man eben beim Lord Manager, dieses Ranking, der direkt neben dem Secret Room Manager in Flaros steht. Und wenn du der Top-Spender der jeweiligen Woche auf deinem Server bist, wirst du Lord für die Woche. Also für die nächste Woche wahrscheinlich. Genau, das ist es eigentlich. Und dann kommen wir auch direkt zum Lord-System. Wenn du es geschafft hast, der Top-Spender zu werden, dann wirst du zum Lord der Woche. Wenn du einmal Lord geworden bist, dann bekommst du spezielle Skills und spezielle Belohnungen. Lord-Skills sind spezielle Skills, die nur der Lord haben kann und die dir oder anderen eben dabei helfen kann, stärker zu werden, so oder halt andere Vorteile freizuschalten, wie speziell farblich hervorgehobene Shouts. Und du kannst andere Leute zu dir teleportieren. Dazu gehe ich dann am Ende wahrscheinlich noch ein. Das sind die Lord-Skills. Lord's Cheer erhöht die XP- und Drop-Rate für dich oder für das Ziel. Lord's Blessing erhöht die ATK und Verteidigung für dich oder ein Ziel. Lord's Love increases Stats für dich oder ein Ziel. Der Lord Shout shoutet deinen Text in grün. Lord's Anger, da steht tatsächlich nichts dabei. Lord's Call, summon the specified player to yourself, also quasi du kannst jemanden zu dir teleportieren. Und Lord's Teleport teleportiert dich zu einem anderen Spieler. Und dann gibt es noch Lord's Party. Alle Party-Skills, die benutzt werden, haben erhöhte Dauer und der Skill ist permanent verfügbar. Steht jetzt aber auch nicht dabei, wie viel. Außerdem bekommst du zusätzlich Belohnungen, und zwar exklusive Kostüme, also das ist einfach das Lord CS aus FlyFPC, das kennt man eigentlich, ein Pet und ein Fluggerät. Das Fluggerät ist eine goldene Limousine, in FlyFPC zumindest. Das Pet war tatsächlich der Baby Yeti, wenn mich nicht alles täuscht. Den Baby Yeti gab es als Level Reach Belohnung für Level 140 oder gibt es immer als Level Reach Belohnung für Level 140, jedes Jahr wieder auf dem FEC oder bei jedem neuen Server, der startet. Und ja, ich denke jetzt nicht, dass es der Baby Yeti sein wird, weil es wäre ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Also ich schätze mal, dass es was anderes sein wird. Aber Fluggerät, Limousine und das Kostüm des Lord CS aus FlyFPC, ich denke mal, das bleibt auf jeden Fall gleich. Dann kommen wir zum mysteriösen Castle. Das mysteriöse Castle, das neben Darkon schwebt, also zwischen Darkon 1 und Flaris, der Ebene von Bubble. Dort wird sich in Zukunft ein neuer Boss Rush
Type Dungeon befinden, um für Equipment zu farmen. Es wird 7 Ebenen geben oder 7 Etagen, die man clearen soll. Alle Etagen mit einem anderen Boss, den man bekämpfen muss. Diese Bosse werden bestehenden Bossen sehr ähnlich sehen, werden aber andere Angriffsmuster haben oder auch ganz andere Fähigkeiten, mit denen man sich dann rumschlagen muss. So sieht das Ganze aus, also ein ähnliches System wie der Tower, kann man sagen, nur halt mit Bossen. Und da steht dann auch dabei, wenn man den geklärt hat, und die anderen sind natürlich offensichtlich nicht freigeschaltet, bis man die vorigen Etagen geklärt hat. Hier in dem Beispiel bekommt man jetzt irgendeine Box. Sieht man jetzt nicht, was drin ist. Es gibt einen Gratis-Eintritt, also vermutlich gibt es dann noch irgendeine Möglichkeit, diesen normalen Gratis-Eintritt vielleicht zu erweitern, vielleicht mit einem Cash-Up-Item. Man kann solo da reingehen, steht jetzt hier. Und man braucht ein Minimum-Level und es steht noch eine Clear-Time dabei. Wofür die wichtig ist, wissen wir auch noch nicht. Hier steht noch dabei, du wirst garantierte Belohnungen anhand des Fortschrittes bekommen, aber es gibt auch wöchentliche Rankings. Und das ist eben einer der Bosse. Und dann noch, ja, du sollst deinen Weg bis ganz nach oben dir erobern. Ja, kann man jetzt nicht so viel zu sagen, weil einfach alles noch offen ist. Inwiefern sind die Belohnungen, also welche Belohnungen sind garantiert, welche Belohnungen kriegt man fürs Ranking, wie viele Leute kriegen Belohnungen, kann jeder in jede Etage reingehen. Also, da fehlt jetzt einfach eine Menge Kontext, muss man sagen. Also das ist ein bisschen wenig, muss ich persönlich sagen. Also da kann man tatsächlich kaum drüber reden. Und ja, dann gibt es noch ein paar zusätzliche Änderungen, wie zum Beispiel neue Regenbogenrennenstrecken, 4 neue Strecken in Darkon 1, Darkon 2, Darkon 3, Astria und Coral Island. Dann gibt es das neue Dark Original Theme, also das alte originale Flive-Theme, das weiß-orangene. Das wurde jetzt erweitert oder beziehungsweise überarbeitet als neues Theme, und zwar in Dark Original. Also für Leute, die Dark Mode lieben im Browser, so wie ich ihn gerade nicht benutze zum Beispiel. Ja, für solche Leute ist das vielleicht eine ganz coole Option hier. Ja, dass man das OG Interface benutzt, aber sich nicht davon permanent geblendet fühlt. Also für Leute, die gerne in abgedunkelten Räumen spielen, wird das wohl nicht schlecht sein. Und dann, ja, das hat mich richtig geflasht, als ich das gesehen habe. Da dachte ich mir auch so, ja, als ob das jetzt noch kommt. Es gibt ein Update zum Forsaken Tower, also vergesst nicht eure Tower Dailies. Weitere Ebenen werden hinzugefügt zum Forsaken Tower, um dem letzten Update zu entsprechen. Also so ähnlich wie auch schon beim letzten Mal, da war ja auch erst Update, dann war weiterhin Tower F5 damals und dann kamen im Nachhinein Tower F6 und F7. Also vermutlich kommen jetzt Tower F7 und F8, zumindest vom Level her bräuchten wir auf jeden Fall mindestens 2 neue Etagen. Die alte höchste Etage ist für Level 152 plus und es geht ja bis Level 190. Also wir bräuchten auf jeden Fall mindestens F8 und F9. F6 haben wir schon. Genau, weitere Änderungen werden in den finalen Patch Notes bekannt gegeben und darauf können wir uns dann freuen. Ja, und das war auch schon das Update, also zumindest das, was sie uns bis jetzt bekannt gegeben wollten. Und natürlich habe ich ein paar Sachen, die ich dazu sagen möchte. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Tower an. Also Tower-Ebenen, Tower-Dailies, das neu hinzugefügt werden, muss ich eigentlich sagen, bin ich tatsächlich skeptisch aufgrund der momentanen Situation in Flive. Also Inflation ist das Thema der letzten Wochen und ehrlich gesagt auch schon der letzten Monate. Also das gesamte Jahr 2026 wurde leider in Flive Universe stark überschattet von dem allgegenwärtigen Thema der Inflation. Auf jedem Server existiert so viel Penya, F-Coin-Preise auf jedem Server sind extremst angestiegen wie noch nie zuvor. Also eine permanente Inflation in Flive ist vollkommen normal, aber wir reden hier von Preissteigerungen von bis zu 100% auf normalen, also nicht FEC, sondern auf normalen Servern innerhalb von 6 Monaten. Das war noch nie so. Und der Tower ist ja nichts anderes als XP und Penya täglich abgreifen für verhältnismäßig wenig Aufwand. Und obwohl ich das sage, also ich bin ja der Tower-Fuzzi sozusagen, muss ich sagen, halte ich das jetzt für eine echt schlechte Idee, noch Öl ins Feuer zu gießen, weil wenn diese Tower-Dailies auch wieder einfach nur Penya und XP geben und das Penya halt einfach noch mehr wird,
Ich weiß halt nicht, was das irgendjemandem bringen soll. Außerdem ist Level 190 wirklich einfach zu erreichen durch die Kylun Dailies, weil man darf ja nicht vergessen, wir haben ja noch die Kylun Dailies und meine aktuelle These zu den Tower und Kylun Dailies ist halt, wenn du mehr Penya willst, dann gehst du in den Tower und wenn du mehr XP willst, dann gehst du nach Kylun. Und wenn du maximales Penya und maximale XP willst, dann machst du einfach beides. Wobei halt ein Charakter auf Level 180 plus kriegt vom Tower so gut wie gar keine XP mehr. Dafür relativ viel Penya für eine verhältnismäßig kurze Zeit. Und je mehr Charakter man benutzt, desto mehr Penya und so weiter. Und andersrum, jemand, der Kylun Dailies macht, bekommt verhältnismäßig wenig Penya für den Aufwand, dafür aber verhältnismäßig viel XP, auch noch auf Level 180 plus. Also ich sage mal so, wir sind ganz gut versorgt. Und wenn man jetzt wirklich neue Tower Dailies hinzufügt, dann auf jeden Fall das Penya nicht erhöhen. Und wenn dann doch nur minimal, also aktuell bekommt man, glaube ich, 4,4 Millionen für Tower F7, alle 4 Quests. Und wenn du wirklich unbedingt neue Tower Quests hinzufügen willst, okay, dann erhöhe aber das Penya bitte maximal auf 4,8 Millionen von F8 und höchstens 5,2 Millionen F9. Ich sag mal so, das würde dann fast keinen Unterschied machen, weil es wären unter 1 Million Penya pro Charakter pro Tag. Also das kann dann wohl kaum noch einen großen Unterschied machen. Und die XP, gut, ich sag mal so, XP kann es ruhig viel geben. Damit hätte ich kein Problem persönlich. Aber vielleicht wäre es mal an der Zeit einfach für andere Belohnungen. Also vielleicht bekommst du statt Penya und XP, oder besser gesagt als Ergänzung zu dem bestehenden Penya und etwas mehr XP, bekommst du dann vielleicht eine Tower Daily Box, wo dann einfach Power-Ups drin sein können oder so. Vielleicht sogar Party-Scrolls, also irgendwas Besonderes, was man nur im Tower kriegen kann, sodass halt das Argument auch nicht immer nur Penya und XP ist, sondern du sagst, hey, ich krieg da exklusive Belohnungen oder auch Chips, irgendwelche Chips. Könnte man ja auch Chips hinzufügen, wie bei den Guild Wars und so, dass man sich da irgendwas dann holen kann, sehengebunden ist, was halt nicht die Inflation anfächert. Ich denke, das ist der falsche Ansatz. Dann das PvP-Equipment. Auch hierzu muss ich sagen, fehlt mir so ein bisschen der Kontext, weil hier wird halt gesagt, dass man Redships 2 benutzen kann, um sich das neue Equipment einzutauschen. Ist okay, sag ich mal. Klar, dass man sich PvP-Equipment mit PvP erspielen kann, ist auf jeden Fall cool. Damit habe ich grundsätzlich kein Problem. Aber die Frage ist halt für die Nicht-PvP-Spieler, so was die davon haben, oder hat das überhaupt irgendwelche Auswirkungen auf sie? Also kann man dieses Equipment auch farmen quasi, ist die Frage. Und ja, ich denke mal, wenn man es nicht farmen kann, also Bloody Obsidian-Waffen konnte man ja damals zum Beispiel farmen. Sind zwar jetzt nicht direkt PvP-Waffen, aber ganz früher wurden sie für PvP auch verwendet. Und die kann man ja zum Beispiel bei Red Meteor droppen. Ist halt die Frage, kann man das Equipment wirklich nur eintauschen oder kann man es auch farmen oder wie genau läuft das? Das wird hier nicht so ganz beantwortet, finde ich. Oder ist auf jeden Fall nicht sicher, ja oder nein. Dann das mit den Chips, muss ich sagen, keine Ahnung. Ich meine, ich verstehe schon, dass sie neue Chips einfügen wollen, dass jetzt Leute, die halt schon auf tonnenweise Chips sitzen, weil sie jahrelang den ganzen Content gespielt haben und gar nicht mehr hin wussten mit den Chips, sich dann nicht direkt alles Neue eintauschen können. Ist, denke ich, der richtige Ansatz auf jeden Fall. Aber ja, kann man auch nicht wirklich beurteilen, weil man kennt ja noch nicht die neuen Preise. Also was kann man eintauschen, beziehungsweise wie viel kosten die neuen Sachen, die man eintauschen kann. Ja, kann man nicht so gut beurteilen. Und mit dem Kebaras-Ticket ist halt auch die Frage, also PK-Chips werden jetzt hier gar nicht erwähnt. PK-Chips waren ja bisher der Weg fürs Kebara-Ticket und jetzt sind es Yellow-Chips. Und da stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, wie viele Yellow-Chips braucht man dann für dieses Kebaras 2? Weil im Endeffekt ist es halt so ein bisschen Widerspruch in sich. Also du sollst PvP-Content spielen, um dann Monster zu grinden. Aber PvP-Spieler sind jetzt ja nicht gerade bekannt dafür, dass sie den ganzen Tag Monster grinden. Also ist halt auch wieder so ein kleiner Widerspruch, sage ich mal, in sich. Bei PK-Chips konntest du ja durch Grinden bekommen. Naja, und durch das Töten anderer Spieler auch, schon klar. Aber vor allem durch Grinden eigentlich hat man sie überwiegend bekommen. Und jetzt wäre es halt dann tatsächlich PvP-Content. Und nur um dann etwas zu machen, was überhaupt nichts mit PvP zu tun hat. Das ist halt irgendwie auch so ein kleiner, nicht Widerspruch, aber ja, es passt nicht so ganz zusammen, meiner persönlichen Meinung nach. Genau. Und dann stellt sich natürlich auch die große Frage, okay, neuer Dungeon, aber was droppt denn da? Darüber wird nämlich hier auch überhaupt nicht geredet. Also ehrlich gesagt wird über den neuen Dungeon überhaupt nicht geredet. Es wird nur zweimal gesagt, dass er wie Herneos ist und dass er Quests enthält. Aber was farmt man in diesem Dungeon? Also wenn man die neuen, deswegen ja die Frage, wenn man die neuen Equipment-Items fürs PvP durch Redships 2 bekommt,
was bekommt man dann aus dem Dungeon, ist die Frage. Und das ist eine sehr berechtigte Frage, weil ich brauche keinen neuen Dungeon, wenn dort drin nichts droppt, dann brauche ich ja keinen neuen Dungeon. Also das ist auch so ein bisschen Fragezeichen. Dann das Donation- und Lord-System. Fangen wir vielleicht mit dem Lord an. Also ich muss sagen, als ich das hier gesehen habe, dachte ich mir auch nur so, Also was ich am Lord-System am meisten gehasst habe, ist diese Macht, die man über den Server hat. Denn manch ein Lord kann man schon eher als Tyrann bezeichnen, oder es gab schon Lords, die eher Tyrannen waren als Lords, sag ich mal, also Lords des Volkes. Ich meine, mit dem Lord-System von FlyFPC gab es viele Probleme, sag ich mal. Viele von diesen Problemen wird es hier wahrscheinlich nicht geben. Aber ein Problem war zum Beispiel, dass Leute gerne die Lord-Skills abused haben. Also einfach Leute zu sich teleportieren, um sie umzubringen. Leute zu sich teleportieren, die gerade irgendwo anders drin waren, in einem Dungeon oder sonst was. Sich zu Leuten teleportieren, um sie zu treuen oder um rauszufinden, wo sie gerade sind. Also sie zu stalken quasi. Ja, mit diesen Lord-Skills wurde nicht immer gut umgegangen und es gab sogar von Gala offiziell quasi, das ist noch gar nicht so ultra lange her, gab es quasi die Ansage, hey, wenn du Lord bist, dann hast du dich gefälligst auch wie ein Lord zu benehmen, so ungefähr. Also wenn wir rauskriegen, dass du deine Skills benutzt, um Leute zu treuen und um sie umzubringen und so, dann können wir dich auch bannen, dann können wir dir auch den Lord-Status entziehen, so ungefähr. Also so weit ist es gekommen bei FlyFPC, dass die Lords teilweise so Schmutz waren, dass denen die Rechte entzogen wurden, beziehungsweise dass sie sogar gesperrt werden oder mit der Sperre gedroht werden musste, weil es einfach so viele Leute gab, die damit nur getreut haben und nur anderen Leuten auf den Sack gegangen sind. Und deswegen verstehe ich halt nicht, warum du Leuten solche Skills gibst. Also diese Skills laden halt auch wirklich dazu ein, Leute, die du nicht magst, halt komplett wegzutreuen. Und ja, das ist halt wirklich eine Schreckensherrschaft. Also muss man einfach sagen, ich verstehe nicht, warum sowas in einem Spiel sein muss. Und alles andere ist ja noch halbwegs cool. Also ich meine, es ist auch ein bisschen heftig, dass du hier solche Buffs hast, die du auf dich oder auf deine Freunde wirken kannst. Also so Lord VIP Clubs so ungefähr. Du kannst dein Homie oder dich fett buffen und zusätzlich belohnen. Klar, du musst dafür natürlich auch Geld bezahlen. Das stimmt, in FlyFPC konntest du dich einfach wählen lassen. Da hat es grundsätzlich jetzt eher nicht wirklich Geld gekostet. Also wenn du einmal Lord gewesen bist, konntest du einfach machen, was du willst. Da konnte keiner mehr was dagegen machen. So ähnlich wie im echten Leben. Ja, also das gefällt mir nicht so sehr. Also ich würde mir wünschen, dass sie diese beiden Sachen tatsächlich entfernen. Lords Teleport und Lords Call. Also Lords Teleport ist noch halbwegs okay. Lords Call ist auf jeden Fall ein heftiger Troll-Skill. Weil du, wie gesagt, du kannst Leute damit direkt umbringen oder aus einem Dungeon rauspullen, wo sie gerade drin sind. Also das ist schon heftig, was man damit alles Fieses anstellen kann. Gefällt mir nicht so gut. Dann aber das eigentliche Thema, was hier wichtiger ist, das Donation-System, das Spendensystem. Also ich bin gemischter Meinung. Erstmal ist es cool, dass es 3 Stunden sind. In FlyFPC war es immer nur 1 Stunde. 3 Stunden ist auf jeden Fall schon mal nicer. Die Beispielspreise, die hier genannt werden, gefallen mir persönlich auch, wobei das halt Schwachsinn ist, weil die werden ja offensichtlich oder laut dem Text werden die ja vom Server zu Server unterschiedlich sein. Und wir wissen jetzt nicht, welcher Server hier als Beispiel genommen wurde. Ja, das heißt, man kann es auch noch nicht wirklich beurteilen, weil es kann sein auf Borodeng, dass es dann nicht 100 Millionen kostet, sondern dass es bei 1 Milliarde startet und dann 1 Milliarde, 1,1, 1,5, was auch immer. Das wissen wir jetzt noch nicht. Ja, das bin ich mal gespannt, wie die endgültigen Preise aussehen werden. Und wie gesagt, dass es 3 Stunden geht, ist auf jeden Fall cool. Dass der Spender nur 10% mehr bekommt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass 10% zu wenig ist, aber der Anreiz finde ich persönlich, dass ich jetzt da 1 Milliarde spende, wenn ich dann 55% bekomme und alle anderen, die überhaupt nichts gespendet haben, kriegen aber auch 50%. Muss ich persönlich sagen, der Anreiz ist da jetzt nicht so riesig. Klar, man hat immer noch die Chance, dass man Lord wird, aber es kann ja nur einer Lord werden. Es können ja nicht 10 Leute Lord werden. Und wenn ich sehe, einer hat diese Woche schon 30 Milliarden gespendet und ich erst 1 Milliarde, naja, dann werde ich wahrscheinlich keine 29 Milliarden mehr spenden, um den einzuholen, geschweige denn über 30, um ihn zu überholen, weil ich so viel Geld wahrscheinlich nicht raushauen will. Und je nachdem kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Geld raushauen, weil wenn du siehst, Sonntagabend, du warst vielleicht am Samstag nicht online und Sonntagabend hat jemand dann 10 Milliarden mehr gespendet als du, kannst ihn auch gar nicht mehr einholen. Also lauter solche Sachen, keine Ahnung, ist halt ein bisschen, noch so ein bisschen wishy-washy sozusagen. Wie das ankommen wird, wie das umgesetzt wird, ob die Leute wirklich so geil sind auf den Lord, da bin ich persönlich ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein.
Generell auch der XP-Boost ist wahrscheinlich der bessere. Das war in Flive PC eigentlich auch so, dass meistens der XP-Boost lief. Also der lief ab einem gewissen Grad der Inflation, lief der XP-Boost eigentlich 24/7. Also sobald der Lord online kam, hat er das Lord-Event gestartet, weil es auch nur 1 Milliarde pro Stunde gekostet hat und irgendwann 1 Milliarde halt einfach nicht mehr viel Geld war und dann lief 24/7 Lord-Event, XP-Event, aber eben nicht Drop. Also Drop-Event gab es dann auch irgendwann 24/7, aber das hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis das dann wirklich 24/7 lief, weil es eben deutlich teurer ist. Und ja, da bin ich auch gespannt, wie das funktioniert. Im Sinne der Inflation fürchte ich halt, dass es nicht so viel bringen wird, weil ich mir einfach denke, okay, dieses System wird definitiv Penya aus dem Spiel ziehen. Oder offensichtlich ist ein Hauptaspekt dieses Systems, du spielst und kannst dein Penya in XP und Drops umwandeln. Okay, und alle können zusammenarbeiten. Aber genau dieser Zusammenarbeit-Aspekt und genau dieser Alle-Aspekt ist ja dieses, was ich schon die ganze Zeit hinterfrage, weil das meiste Penya im Spiel sitzt wahrscheinlich auf wenigen Charaktern. Also wenige Charakter klingt jetzt so wie 5 oder so. Also schon ein paar mehr natürlich. Aber ich sag mal so, wahrscheinlich von den Leuten, die jetzt gerade dieses Video gucken, ich würde es mal behaupten, mehr als die Hälfte davon hat wahrscheinlich nicht mal 3 Milliarden auf irgendeinem Server. Jetzt gerade in diesem Moment. Das heißt, die meisten Leute kommen hierfür gar nicht wirklich in Frage, weil du kannst zwar deine 5, 50 oder auch 30 Mio spenden oder 300 Mio spenden, aber das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ich selber weiß aus Erfahrung, es gibt sehr viele Leute, die haben Beträge weit über 10 Milliarden rumliegen und manche sogar über 100 Milliarden. Und das ist halt die fette Summe, an die du ran musst. Und warum sollte jemand, der jetzt sein ganzes Flive-Dasein nur damit verbringt, reich zu werden, warum sollte der jetzt anfangen, sein gesamtes Geld hier reinzubuttern? Das ergibt einfach keinen Sinn. Warum sollte das irgendjemand machen? Also zum Beispiel jemand, der jeden Tag resellt und nichts anderes macht als resellen und den ganzen Tag nur damit verbringt, Geld zu verdienen. Warum sollte der sein Geld plötzlich für die Allgemeinheit ausgeben, damit die mehr XP bekommen? Das ist halt so die große Frage. Und diese Frage, dachte ich, würden sie damit beantworten, dass sie hammergeile Skins releasen oder irgendwelche exklusiven Belohnungen für die Top-Spender raushauen, die so verlockend sind, dass die reichsten Dagoberts sagen, Alter, das will ich haben, hier sind 30 Milliarden, gib mir diesen limitierten Skin. Weil ich meine, wenn Leute für etwas sinnlos viel Geld ausgeben, dann sind es tatsächlich oftmals Skins. Also zum Beispiel Asmodan Wings oder so. Also der Asmodan Cloak oder auch der blaue Skeleton Devil Cloak. Das sind unfassbar teure Skins, die kosten unfassbar viel Geld und für die werden auch mehrere Milliarden oder zig Milliarden ausgegeben. Also das sind Beträge, wo du sagst, oder das sind Items, wo du sagst, okay, die sind exklusiv, die sind hammergeil und sowas fehlt mir hier jetzt ein bisschen, weil das Lord-System ist ja temporär und das ist ja wieder etwas, also selbst wenn ich es dann schaffe, Lord zu werden, nachdem ich, keine Ahnung, 30 Milliarden gespendet habe, ich bin ja nur Lord für eine Woche. Ist mir das wirklich 30 Milliarden wert oder ein anderer exorbitant hoher Betrag? Also ich meine, der Betrag, um Lord zu werden, muss ja verdammt hoch sein, weil nur einer auf dem Server Lord wird. Also ich meine, der Betrag wird schon ziemlich hoch sein. Und das ist ja die Frage, warum sollte man das machen? Also ich frage mich selber auch, warum sollte ich das machen? Weil eine Woche Lord sein klingt jetzt halt irgendwie nicht so verlockend, dass ich da mein ganzes Geld ausgeben will für. Es ist halt nur eine Woche, ne? Genau. Ja, dann dieser, ist auch schon das letzte Thema, was wir noch nicht großartig besprochen haben. Dieser Mysterious Castle Boss Rush Type Dungeon. Also finde ich persönlich cool, dass sie hier mal was Neues probieren wollen, weil sowas gibt es jetzt im Flive Universe noch nicht. In Flive PC erinnert das stark an das Kolosseum, muss ich sagen. Wer das nicht kennt, oder das Kolosseum, das ist im Endeffekt sehr ähnlich. Da gehst du rein. Auch, ja, nicht alleine, mit einer Party oder mit der Gilde gehst du da rein. Und dann hast du auch verschiedene Bosse, die nacheinander spawnen. Einfach nur Bossfights. Und du bekämpfst die, tötest sie und kannst dann exklusive Belohnungen davon erhalten. Also es ist schon sehr stark an das Kolosseum-Thema angelehnt, würde ich sagen. Also, ja, es ist eigentlich 1:1 das Gleiche. Es sieht nur anders aus und es heißt anders, aber es ist im Endeffekt das Gleiche. Finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Aber hier, wie gesagt, fehlen mir einfach noch so ein paar Sachen, weil da steht ja Entrance Solo zum Beispiel. Werden Buffs entfernt, werden Buffs nicht entfernt? Höchstwahrscheinlich nicht, weil Solo dabei steht. Also Solo Tower zum Beispiel, da bekommt man ja auch seine Buffs. Oder darf man auch seine Buffs mit reinnehmen und so. Aber ja,
Da ist halt wieder die Frage, wie sieht es mit Balancing aus im Sinne von, was ist mit Magiern, was ist mit Ringmastern, können die das denn überhaupt machen? Oder heißt Solo jetzt wirklich Solo oder kann man auch mit der Party rein? Ist das hier nur Solo, weil der hier gerade in keiner Party ist oder was auch immer? Was sind die Belohnungen? Wie stark sind die Bosse? Kann man mit jedem Level jeden Boss herausfordern? Und da kommt man auch dann immer ins Ranking und so weiter. Also hier fehlen mir die meisten Anhaltspunkte, weil so kann man das halt gar nicht wirklich bewerten. Grundsätzlich halt cool, neuer Dungeon, neuer Content. Aber wenn du nicht weißt, wofür du irgendwas machst, dann ist es auch immer die Frage, lohnt sich das? Oder die Frage stellt ihr mir oft, lohnt sich das? Und in dem Fall ist das unmöglich zu sagen, weil man hat ja keine Ahnung, was man bekommt. Und man weiß auch nicht, wie stark die Bosse sind, also das weiß man auch nicht. Ja, insgesamt auf jeden Fall, wie schon zu erwarten war, eher ein kleines Update. Klein, aber fein. So ein Zwischenupdate, so würde ich das auf jeden Fall bezeichnen. Und ja, also grundsätzlich sind schon positive Sachen dabei. Bei vielen Sachen, wie ich schon gesagt habe, ist dann halt die Frage, wie wird es letztendlich konkret dann wirklich aussehen? Was halt dann entscheidend ist, um es endgültig bewerten zu können. Bei vielen Sachen auf jeden Fall die richtige Richtung, aber die letztliche endgültige Umsetzung ist ja dann schon entscheidend, ob es dann halt wirklich gut oder schlecht ist. Das Spendensystem, wie schon gesagt, wie viel wird es dann letztendlich wirklich kosten auf meinem Server? Anhand dieser Kosten ist es mir das wirklich wert? Und ja, bei vielen anderen Sachen. Ich will mich nicht nochmal wiederholen. Genau. Also ich bin optimistisch, aber trotzdem vorsichtig. Ich will es jetzt nicht zu sehr loben hier. Vor allem neuer Dungeon bin ich am meisten besorgt, weil hier gar nicht über die Belohnungen gesprochen wird. Und die Belohnungen sind eigentlich immer das, was man so ein bisschen hervorhebt. Und hier wird halt wirklich nur von diesen Quests geredet. Und ansonsten wird es nur zweimal mit Herneos verglichen. Auch das macht mir so ein bisschen Sorgen. Weil ehrlich gesagt, der Herneos Dungeon ist eigentlich gar nicht so gut. Also ich habe vorhin schon gesagt, Volcano ist ja eigentlich das gleiche wie Herneos. Aber ehrlich gesagt ist der Volcano Dungeon eigentlich besser als der Herneos Dungeon. Weil im Volcano Dungeon ist es nämlich so, dass du die komplette Volcano Dungeon Quest beim Eingang startest und dann komplett durchziehst. Also du gehst dann einmal komplett durch den Dungeon durch. Alle Monster in dem Dungeon sind Feuer. Und du läufst dann einfach einmal durch, machst die Quest und bist fertig, gehst raus und theoretisch müsstest du dann nie wieder reingehen. Und bei Herneos ist es zum Beispiel nicht so. Da musst du andauernd rein, raus. Da musst du plötzlich nach Flaris, da musst du plötzlich nach Darkon, da musst du wieder nach Sunny Pang, wieder in den Dungeon, wieder nach Sunny Pang, wieder nach Darkon, wieder nach Flaris. So, warum? Sau nervig. Und alle Monster im Dungeon haben unterschiedliche Elemente. Auch das ist sau nervig. Und gut, der Endboss droppt Herneswaffen. Das wiederum ist cool. Aber eigentlich ist Herneos, kann man zusammenfassen, Kriton. Red Meteo oder Volcano Dungeon zugegebenermaßen ist auch eigentlich nur Red Meteo. Und der Weg zu Red Meteo ist ziemlich ätzend. Da haben sie auch ein bisschen übertrieben, wie weit der weg ist vom Eingang. Aber grundsätzlich, sage ich mal, bräuchten wir eigentlich eine Fusion aus Volcano und Herneos. Was gibt Sachen, die macht Volcano besser? Es gibt Sachen, die macht Herneos besser. Wobei ich eigentlich sagen würde, nur der Boss und der Weg zum Boss ist besser, aber egal. Ja, also hier fehlt auch extrem viel Kontext einfach leider. Ich sag, danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Dungeon oder von dem Content haltet. Von allem Content natürlich, nicht nur vom Dungeon. Und ja, mal gucken, wann das Ganze kommt. Also ich habe schon ein paar Leute sagen hören, dass sie denken, dass es bald kommt. Also der früheste Termin, der jetzt hier predicted wurde, war Juli. Also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Normalerweise sollte das nächste Update immer erst im November kommen oder erst gegen Ende des Jahres, Oktober, November. Alles vorher wäre schon echt früh, aber da sie es jetzt schon gepostet haben, stellt sich natürlich schon die Frage, warum posten die das Anfang Juli oder Mitte Juli, wenn es erst im November kommt? Das wäre crazy, 4 Monate vorher das Ganze zu posten. Das wäre verdammt früh und deswegen, ja, ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, wann kommt das jetzt hier tatsächlich? Ich bin gespannt. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Schaut im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Jeden Tag live auf Twitch. Und wir sehen uns. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.